Der Bambulab A1 ist ein echter Gamechanger im Thema 3D-Druck. Aber wie bei jedem Gerät gibt es immer Raum für Verbesserungen. In diesem Video zeige ich euch die Top 10 druckbaren Upgrades, mit denen ihr euren A1 noch besser machen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist euer Drucker und los geht's! Und damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video auf meinem Kanal. Danke fürs Einschalten. Heute geht es um das Thema die Top 10 Upgrades am A1 und ihr seht, es hat sich seit dem letzten Video einiges verändert. Ich hatte einiges schon vorbereitet, wollte das aber nicht in das Vorstellungsvideo mit reinnehmen und jetzt kommt ein ganz eigenes Video nur über die Upgrade-Teile, denn ihr habt ja auch im letzten Video gesehen, dass ich so ein, zwei Upgrade-Teile ja gar nicht mehr verzichten kann, denn die sind wirklich ein Must-Have und das zeige ich euch heute. Als allererstes das, was am meisten auffällt, ist die AMS Lite oben auf dem A1 drauf. Und das Tollste ist, das ist von Bambulab schon so vorgegeben. Hier nochmal ein kleiner Einblick. Auf diesem Fuß stand das AMS Lite ja vorher und das hat sehr viel Platz weggenommen, wie ihr hier mal sehen könnt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin darauf gekommen, dass Bambulab doch eine eigene Lösung rausgebracht hat. Die Druckteile könnt ihr euch direkt bei Bambulab runterladen. Und das Tolle ist, das Ganze kann hier oben gelöst werden. Das Ganze ist theoretisch sogar frei schwenkbar, um auch besser an die hinteren Filamente ranzukommen. Einfach eine richtig coole Lösung. Und wenn ich meine, Bambulab hat das schon so vorgesehen, dann meine ich nicht nur, dass die Dateien kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, sondern dass auch die passenden Schrauben schon mitgeliefert wurden. In dem Standard-Zubehör-Kit sind so viele Schrauben mit dabei gewesen und da waren auch die passenden Schrauben dabei, um zum Beispiel hier unten diese Verriegelung anzuschrauben oder auch für die Stützen. Und ja, die Stützen sind auch von Bambulab, auch so vorgesehen. Auch hier sind die Schrauben schon gleich mitgeliefert. Es befinden sich zwei hinten, die werden ins Aluprofil reingeschraubt. Da sind dann auch schon die passenden Gewinde und 4 Schrauben mit diesen gedruckten Schellen. Das Ganze kriegt hier hinten noch einen Schaumstoffpuffer unten und das sorgt dafür, dass der Drucker seine Hecklastigkeit verliert. Denn als ich die Stützen noch nicht angebaut hatte, war der Drucker ein bisschen am Kippeln und jetzt steht der Drucker deutlich besser und auf 50% weniger Arbeitsfläche, was mir in meiner Werkstatt wirklich sehr viel weiterhilft. Kommen wir zum zweiten sehr interessanten und meiner Meinung nach sehr gelungenen Upgrade. Das hier ist einfach eine Box für das original mitgelieferte Werkzeug, damit das nicht mehr in der Pappkiste rumfliegt oder irgendwo sich in der Werkstatt verteilt. Das ist wirklich das Original-Tray und das passt hier perfekt rein. Und mit diesem coolen Deckel ist das Ganze tatsächlich ein richtiges Schmuckstück und kann auch so neben dem Drucker, finde ich, einherstehen. Was in dem Werkzeugkit enthalten ist, brauche ich euch nicht erzählen. Das wisst ihr, wir haben hier Fette für die Wartung, wir haben hier Messer, einen Tubehalter, Werkzeug, Nadel, Schrauben, das volle Programm. Und das findet hier nun alles geordnet seinen Platz. Das nächste Upgrade auf meiner Liste ist tatsächlich Kabelmanagement und dafür habe ich gleich mehrere Upgrades auf der Seite MakerWorld gefunden. Fangen wir doch einmal an mit diesem Clip hier unten. Ganz einfacher Clip, nichts Besonderes, aber dieser sorgt dafür, dass die Kabel hier unten schön dicht am Profil geführt werden und nicht extrem weit vom Drucker abstehen und sich gegebenenfalls mit anderen Druckern verheddern. So sieht ein Clip aus, den könnte man jetzt noch auf die andere Seite klippen, falls man noch mehr Kabel verlegen möchte. Das wird einfach in die Original Bambulab Halterung mit eingeklickt und sorgt dann dafür, dass die Kabel da geordnet liegen können. Die meisten Upgrades-Kits, die ihr in diesem hellen Grau seht, habe ich aus dem Original Light Grey von Bambulab gedruckt. Das ist 1:1 die gleiche Farbe wie der Drucker. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass sie das im Angebot haben, weil dadurch macht es das Ganze extrem hochwertig. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Dann, was auch sehr auffällig ist, sind diese Kabelstützen, die sehr flexibel sind, auch aus PLA gedruckt und die stützen einfach das Kabel vor Kabelbrüchen und sorgen dafür, dass das Kabel einfach langlebiger ist. Denn wenn der Kopf hier richtig in Action ist,
werden die Kabel relativ oft gebogen und das kann zu Kabelbrüchen führen. Und das wollte ich mit diesem Upgrade vermeiden. Das nächste Upgrade ist tatsächlich das allerkleinste Upgrade und das ist dieser ganz einfache Clip. Der verbindet jetzt einfach nur das Stromkabel für den Kopf mit einer der Tubes. Habe ich jetzt zurzeit nur ein verwendet, denn ich habe das AMS nach oben gebaut und dadurch sind viele weitere Clips, die ich hier befestigt habe, weggefallen. Also das ist wirklich ein kleiner Gamechanger, wenn ihr einfach nur den Schlauch mit dem Kabel verbinden wollt, falls das Ganze rechts oder links steht, damit es einfach alles ein bisschen besser geordnet ist. Außerdem ein richtig schöner Farbakzent, den ihr eurem Drucker damit verpassen könnt, damit der gar nicht mehr so ganz medizinisch trist aussieht. So, nochmal ganz schnell zwischendurch, schaut das Video bis zum Ende, denn da zeige ich euch nochmal meine weiteren Erfahrungen mit dem Bambulab H1 und mit dem Bambulab System, denn im letzten Video habe ich mich ja sehr über den Zubehörversand von Bambulab aufgeregt. Deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen und habe tatsächlich noch ein Paket mit Filament bestellt und das zeige ich euch am Ende, wie das hier ankam. So, wenn wir jetzt schon über die Kabel des Druckkopfs gesprochen haben, können wir gleich über das nächste Upgrade-Teil sprechen und das ist nämlich diese kleine Seitenlüfter-Abdeckkappe. Die habe ich auch in 2 Komponenten gedruckt, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Power zu verleiten. Das Ganze ist hier so ein bisschen angeschrägt, schützt den Drucker einfach vor äußeren Einflüssen wie Staub und vor allen Dingen Finger. Denn wenn ihr an dem Druckkopf arbeitet und zum Beispiel hier die Frontplate abnehmt, fässt man doch relativ schnell in einer dieser Lüfter rein und dabei kann man sich verletzen. So, mein nächstes Upgrade ist nicht eine neue Abdeckkappe oder ein lustiges Spielzeug da drin. Das habe ich serienmäßig gelassen. Mein nächstes Upgrade, was ich euch zeigen möchte, ist tatsächlich die Abdeckhaube für das originale Display. Auch einfach gedruckt. Finde ich ganz cool, denn ich benutze dieses Display fast so gut wie gar nicht. Denn man kann den gesamten Drucker einfach über die Handy-App steuern. Und deswegen kommen wir zu einer ziemlich coolen Funktion, die mir vor dem Kauf gar nicht bewusst war. Denn der A1 verfügt über ein schwenkbares Display. Und somit ist es dann einfach aus der Arbeitszone raus. Man kann nicht so schnell hängen bleiben, es kann nicht mehr so schnell getroffen werden. Und das Letzte, was passieren kann, ist, man haut hier irgendwie gegen und dadurch schützt jetzt diese Kappe das Display vor Beschädigung. So, jetzt, wenn wir hier vorne schon sind, ihr habt das gesehen, das ist tatsächlich auch auf der SD-Karte mit drauf gewesen. So ein Kantenschutz für das Stahlblech. Also, Freunde, ist zwar ein Upgrade, aber das kann ich euch wirklich gar nicht empfehlen. Ich habe das tatsächlich jetzt schon seit 3 Wochen dran. Es hat sich mit der Weile schon verzogen. Die Düse ist da mal reingefahren. Also das hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und ich sehe auch nicht den Sinn, warum man so etwas weiter benutzen sollte. Deswegen fliegt dieses Upgrade jetzt bei mir in Müll. So, und jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zum allerwichtigsten Upgrade an einem Drucker. Das war das allererste, was ich mir dafür gedruckt habe. Denn das ist wirklich tatsächlich eine große Hilfe für Ordnung und einfach, ja, das rettet uns nämlich vor dem größten Problem bei diesen Poop-Shootern. Es fängt einfach die Poops auf. Und ich weiß, es gibt da verschiedene Basketballkörbe, die das auffangen und man kann das Ganze unten in der Keramikschüssel hier irgendwie auffangen. Aber das ist doch, finde ich, die allerschönste Version, die ich auf Maker World gefunden habe. Einfach ein Auffangkorb, der mit der Achse hoch und runter fährt und einfach die ganzen Poops direkt auffängt. Klar ist dieser Tank nicht besonders groß. Wenn man mit dem AMS Lite mit allen 4 Farben druckt und einen extrem großen Druck hat, ist man dazu verpflichtet, diesen Tank öfters mal auszuleeren. Aber immer noch besser, als würden die hier im ganzen Raum verteilt werden. So, und jetzt kommen wir zu einer meiner Favorites. Ein nicht druckbares Upgrade-Teil, aber das wollte ich trotzdem euch zeigen. Der Bambulab hat zwar ein integriertes Licht, was aber mehr oder weniger nur eine kleine poplige LED ist und die leuchtet das Druckbett dann doch irgendwie nicht so besonders toll aus. Gerade wenn man irgendwelche großen schwarzen Bauteile macht, bringt dieses Licht gar nicht, denn die großen schwarzen Bauteile schlucken einfach so viel Licht. Auch wenn die Kamera sehr lichtstark ist, habe ich mir gedacht, ich schaue mal im Netz, was ich finden kann und vielleicht seht ihr auch schon, hier ist ein LED-Streifen mit richtig fetten LEDs. Und die sind perfekt so, dass der Bauteilkühler dann nicht dran vorbeischabt. Und das finde ich wirklich cool. Und wir schalten das jetzt einfach mal ein. Und da könnt ihr mal sehen, wie krass diese LED-Beleuchtung ist. Bam!
dass es einfach wie ein Bauscheinwerfer für euren Bambulab A1 extrem hell. Ich kann euch jetzt mal Vergleichsfotos einblenden, wie das Ganze ohne diese Beleuchtung aussieht und jetzt noch einmal, wie das mit der neuen LED aussieht. Es ist deutlich hell, meiner Meinung nach schon fast zu hell. Theoretisch könnte man hier auch ein bisschen was vom LED-Streifen abschneiden, denn hier links und rechts bräuchte man theoretisch gar keine LEDs mehr. Wer das machen will, kann das machen. Ich habe jetzt einfach mal alle aufgeklebt und bin bisher eigentlich ziemlich zufrieden. Denn da spart man sich eigentlich das gesamte Licht, was man sonst in seinem Regal anbringen muss. Wenn jeder Drucker das hat, braucht man wirklich nur noch das. Auch wenn der Bambulab A1 ein relativ wartungsarmer Drucker ist, gibt es trotzdem Dinge, die ihr beachten könnt, wenn ihr den Drucker nutzt. Und auch wenn der Bambulab uns regelmäßig daran erinnert, die Linearführung überall zu schmieren, ist dieser Drucker dann doch jeden Tag mit Staub und Dreck konfrontiert. Wenn man bei mir mal genau hinschaut, obwohl ich hier unten in meinem gefühlten Reinraum bin, wo ich extrem wenig Staub habe, da hier keine Stofftextilien groß herumliegen und deswegen staubt es hier eigentlich fast gar nicht, ist jetzt hier trotzdem schon Staubablagerung und das Ganze wird auch immer mehr durch verschiedene Druckpartikel, die einfach mal abfliegen. Und da habe ich jetzt mir einfach mal 2 dieser Reinigungstools runtergeladen und bereits auch schon getestet. Hier sieht man, da ist auch schon ein bisschen Dreck. Das ist nämlich für die Linearführung hier oben. Das hakt man hier einfach ein und zieht da einfach ganz vorsichtig mit lang und holt sich damit den ganzen Schmuck, der sich da über die Wochen, Tage, Monate, Jahre ablagert. Kann man einfach mal machen, ist ein schnell gedrucktes Teil in 5 Minuten und so schützt man den Drucker vor Beschädigung durch Dreck und Staub. Das gleiche gibt es natürlich auch für hier unten, um diese Führung hier einfach mal sauber zu machen. Ist nicht nur für Staub und Dreck, sondern auch für überflüssiges Fett. Als ich die anfangs gefettet habe, habe ich erst ein bisschen viel gemacht. Guck mal, da sieht man es noch ein bisschen. Da kann man dann einfach hingehen und das überschüssige Fett mit abziehen. Es gibt noch unfassbar viele weitere Tools, um den Drucker zu warten, zu reinigen oder auch zu fetten. Das sind auf jeden Fall die 2 besten Reinigungstools, die ich so gefunden habe. So Freunde, das waren meine Top 10 Upgrades für euren A1. Ich hoffe, euch haben die gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, welches Upgrade davon euch am besten gefallen hat. Ansonsten findet ihr natürlich alle Upgrade-Teile unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr euch die jetzt für euren A1 auch holen könnt. Und jetzt schauen wir doch einmal in das Paket, was eben von Bambulab angekommen ist. So Freunde, zweiter Anlauf, zweites Paket von Bambulab. Und hier haben wir dann wenigstens schon mal einen richtigen Bambulab-Karton bekommen. Kein GoFlive-Karton. Diesmal hat der Mitarbeiter anscheinend auf seinen Chef gehört und hat das gemacht, was er machen sollte. Und hat hier schon mal den richtigen Karton genommen. Aber jetzt schauen wir rein und schauen, wie wir den ganzen Kram verpackt bekommen haben. Weil beim letzten Mal war das ja richtig Murks. Aber wie gesagt, zweite Chance für Bambulab. Wir wollen da nicht so sein. Diesmal habe ich keine Druckbetten bestellt, sondern nur ein bisschen Material und so ein paar super coole Kits. So, rein gucken. Da, 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 da. Alles Glow in Dark Filament. Wir haben hier Green, Blue, Yellow and Red. Oh, bei Rot bin ich ja mal richtig gespannt, du. So, 1, 2, 3, 4. Das war schon mal richtig. Und am Rand hatten wir jetzt hier noch so ein paar Kladderadatsch-Dinger. Keine Transportsicherung mit drin, keine Klitterfolie, keine Luftpolsterfolie, gar nichts. Naja, aber die Sachen sind anscheinend ganz gut angekommen. Was habe ich hier noch bestellt? Die Wireless-Maus von Bambulab als Kit. Kit 02 ist das. Dann haben wir hier noch Wireless Charger im A1 Mini Design 12. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da habe ich hier schon alle Teile natürlich fertig gedruckt. Werde ich die Tage mal zusammenbauen. Und was haben wir hier? Das sind so Croc-Nupsis. Kennt ihr die? Diese Schaumstoffschuhe? Ich habe selber davon welche und viele meiner Freunde haben auch welche. Und ich habe die gesehen. Tüte irgendwie 2 Euro und man kriegt irgendwie 50 Nupsis. Mal schauen, was ich da Schönes machen kann. Und irgendwie hier noch so ein LED-Stripe hier. Den habe ich bestellt. Da ist aber gar kein Stecker bei. Wie soll ich das Ding denn zum Laufen kriegen? Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall kann ich sagen, Bambulab hat auch eigene Kartons und Bambulab kann tatsächlich auch besser. Auch wenn die Kartons hier ziemlich kaputt sind. Aber naja, Qualität ist da. Die anderen Kartons sehen gut aus.
Ist wahrscheinlich nur einfach beim, weiß nicht, Zumachen passiert. Ist ja alles nicht so schlimm. Wir wollen das Material verdrucken. So Freunde, das war's mit diesem Video. Ihr habt gesehen, Bambu-Lab kann auch vernünftig versenden. Ihr habt ein paar Upgrade-Teile gekriegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und ich sage wie immer, Freunde, wir sehen uns. Bis gleich.